Gefallen und gerettet. Die Ehebrecherin und 3 Perspektiven unseres Lebens. Die Predigt zum Evangelium nach Johannes. Heute kann jeder von uns die Heilige Schrift selbst lesen. Früher gab es Bibelstellen, über die ungern gesprochen wurde, wie das heutige Evangelium. Warum? Manche befürchteten, die Geschichte der Ehebrecherin könne als Freibrief für Sünde missverstanden werden. Wenn sie nicht verurteilt wird, könnte das am Ende den Ehebruch rechtfertigen. Stimmt das? Oder zeigt gerade diese Sorge, dass man diese frohe Botschaft nicht richtig verstanden hat? Verstehen wir dieses Evangelium heute besser? Oft richtet sich unser Blick zuerst auf die Pharisäer. Viele freuen sich, wie Jesus ihre Heuchelei aufdeckt und betonen, niemand ist ohne Schuld. Das ist wichtig. Aber es ist nicht alles. Wir reden so gerne über die Pharisäer, dass wir die Ehebrecherin übersehen. Doch sie steht im Zentrum und sie wird nicht als unschuldiges Opfer dargestellt. Sie hat gesündigt. Sie hat ihr Leben selbst in eine gefährliche Lage gebracht. Es geht nicht darum, sie zu verurteilen, sondern zu erkennen, dass sie mit ihrem Verhalten auch unser Verhalten widerspiegelt. Der Ehebruch galt damals als eines der schlimmsten Vergehen. Die Ehebrecherin wusste, welche Strafe ihr droht. Warum hat sie es trotzdem aufs Spiel gesetzt? Ihren Ruf, ihre Familie, ihr Leben? Wie kam es dazu? War sie von Natur aus unmoralisch? Oder war es eine Verkettung von Umständen, inneren Kämpfen und ungelöster Konflikte? Vielleicht war die Ehebrecherin in einer lieblosen Ehe gefangen. Vielleicht fühlte sie sich einsam, übersehen, abgelehnt. Vielleicht ließ sie sich im falschen Moment von ihrem Verlangen treiben. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und wer ehrlich ist, erkenne sich in der Frau wieder. Stellen wir uns also nicht über die Frau, sondern neben sie und versuchen wir zu erkennen, wie in uns die Sünde wirkt. Kaum jemand wacht eines Morgens auf und beschließt bewusst, heute werde ich mein Leben zerstören. Vielmehr ist es oft ein unbewusster, schleichender Prozess. Es beginnt nicht selten mit der Sehnsucht nach etwas, das uns fehlt. Es reicht für die Versuchung manchmal nur ein kurzer Moment der Schwäche aus. Ein Blick, der länger als nötig dauert. Ein Gespräch, das tiefer als gedacht geht. Eine Berührung, die sich vertraut anfühlt. Und dann tut jemand etwas, von dem er vermutet, dass es ihn glücklicher macht, obwohl er tief im Innern großen Zweifel daran hat. Immer wieder spreche ich mit Menschen, die durch Ehebruch, bewusster oder unbewusster Lust oder Besessenheit von einer Idee in einer ähnlichen Situation landen. Man erkennt dort sogar ein bestimmtes Muster. Die Warnsignale des Gewissens werden leiser. Die Logik wird zurechtgebogen. Manchmal sehe ich, wie Menschen von ihren Gefühlen überwältigt werden. Sie wissen, dass sie einen falschen Weg einschlagen, dass ihre Handlungen ihnen und anderen schaden werden, und doch gehen sie weiter. Sie lassen sich treiben vom Moment, von der Leidenschaft, vom Ehrgeiz. Und wenn man versucht, sie zu warnen, wird man nicht als Freund, sondern als Feind gesehen. Ich habe gesehen, wie Familien zerbrechen, weil ein Mann oder eine Frau nicht mehr erreichbar war. Gefangen in ihrer eigenen Welt, ihrer Sehnsucht, ihrem fixen Ziel. Es kann hier auch um ein lobenswertes Ziel gehen, für eine gute Idee zu kämpfen, die Natur zu schützen oder den Glauben jemandem beizubringen. Ich habe leider zu oft erlebt, wie einige Menschen von einem Gefühl getrieben alles andere aus den Augen verlieren. Manchmal erkennen ihre Angehörigen, dass sich etwas Falsches entwickelt. Man sieht die Katastrophe kommen, aber man kann sie kaum aufhalten. Irgendwann kommt der Punkt, an dem man nicht mehr zurückkehrt. Dieser Moment geschieht oft nicht aktiv, sondern passiv. Man lässt sich einfach treiben, im Zorn, in der Gier, in der Trägheit, und erst später erkennt man, wie wichtig es wäre, in diesem Treiben eine Pause zu machen und die Stimme des Gewissens nicht zu unterdrücken.
Nun steht die Ehebrecherin aus dem heutigen Evangelium in der Mitte, beschämt. So wie auch heute viele Menschen vor den Trümmern ihrer Handlungen stehen. Sie hat Angst, wie einige Menschen auch heute Angst haben, dass sie manches niemals wieder gut machen kann. Und hier kommt in dieser Geschichte das ultimativ Christliche. Auch heute werden moralische Fehler anderer öffentlich zur Schau gestellt. Vielleicht fühlen sich manche besser, wenn sie auf andere herabblicken und sich moralisch überlegen fühlen. Jesus handelt anders. Er relativiert die Sünde nicht. Er sagt nicht, ist doch nicht so schlimm oder jeder macht Fehler, das ist menschlich. Aber er verurteilt auch nicht. In ihm ist Wahrheit und Gnade. Geh und sündige nicht mehr. Das heutige Evangelium zeigt uns 3 Perspektiven. Denn auch wir können uns wie die Pharisäer, wie die Ehebrecherin oder wie Jesus selbst verhalten. Oft meinen wir, auf Jesu Seite zu stehen. Doch wenn wir genau hinschauen, erkennen wir uns vielleicht eher in den Pharisäern wieder. Und wenn wir bei diesem Gleichnis über die Pharisäer urteilen und uns über sie erheben, werden wir genau dadurch ihnen ähnlich, denn auch wir schauen dann auf andere herab. Manchmal stehen wir aber auch an der Stelle der Ehebrecherin. Wir lassen uns manchmal treiben, wir tun Dinge, die wir später bereuen. Wir stehen manchmal vor den Scherben unserer Handlungen. Doch als Christen sind wir berufen, so wie Jesus zu handeln. Wir können nicht immer verhindern, dass Menschen fallen, aber wir können für sie da sein, auch wenn sie uns ablehnen. Manchmal bleibt uns nichts anderes übrig, als zu beten und zu warten. Wie oft hat der Vater des verlorenen Sohnes gewartet? Wie oft hat Jesus Menschen eine neue Chance gegeben? Wie oft hat die Kirche denen die Hand gereicht, die gefallen sind? Und doch wissen wir, nicht jeder nimmt diese Hand an. Manche bleiben in ihrem Stolz, ihrer Gier, ihrer Lust oder ihrem Hass gefangen. Das heutige Evangelium ist eine frohe Botschaft, auch für unsere Zeit und für unser Leben. Weil Gott größer ist als unser Versagen. Weil seine Gnade tiefer reicht als unser Fallen. Weil wir für Menschen da sein dürfen, nicht um sie in der Sünde zu bestätigen, sondern um sie herauszuführen. Denn Jesus ist gekommen, damit wir in ihm das Leben haben und nicht zugrunde gehen. Die Predigt von Pfarrer Dr. Alexander Krülow aus der Predigtreihe Nicht zugrunde gehen. Die Fastenpredigten und Gedanken vom Pfarrer Alexander Krülow finden Sie im FE Medienverlag.